Good morning. So, ihr hört mich. Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr es heute Morgen hierher geschafft habt. Gott freut sich, Congratulations on getting here this morning. God is joyful about that, dass du da bist heute Morgen. that you are here this morning. Der Text war relativ lange und ich weiß nicht, ob ihr es geschafft habt, bis ganz zum Schluss aufmerksam zu sein. The text was pretty long. I don't know if you managed to keep your attention all the way through, Weil ich möchte mich tatsächlich auf die letzten Verse fokussieren in der Predigt. because actually I want to focus on a couple of last verses in the sermon. Nämlich das Gespräch zwischen Paulus und Felix und seiner Frau. The talk that Paul had together with Felix and his wife. Und da ging es um Gerechtigkeit, Gericht und Enthaltsamkeit. And there they talk about judgment, they talk about self-control. Genau, und der Begriff im Deutschen Enthaltsamkeit ist etwas irreführend. And the German word used here is a bit misleading Oder nicht ganz vollständig. or not complete. Enthaltsamkeit heißt sowas wie Selbstkontrolle, Disziplin, Selbstführung. To self-control, we can also add discipline and Ja. Und das, was du hast im Englischen Self-Control vorgelesen, manche englische Übersetzungen schreiben Temperance some stattdessen. English versions use the word temperance, which then could also be translated as self-control, discipline. Aber eben Enthaltsamkeit ist nur ein Teil davon, kommen wir gleich drauf. So the word being used here, self-control, is just one part of that word. Also diese ganze Geschichte lief ja jetzt so ab. Paulus ist nach Jerusalem gekommen und es gibt diesen Aufruhr im Tempel. So the story goes as follows: Paul went to Jerusalem, and there's trouble at the temple Weil dort Juden aus Asien sind, die ihn schon von dort kannten. because there are Jews from Asia who knew him from there. Und dann gibt es diesen großen Aufruhr und nur durch die römischen Soldaten konnte Paulus' Leben gerettet werden. And then this great turmoil happens, and Paul's life can only be saved by those Roman soldiers. Und dann stehen sie vor der Festung Antonia, die erste Rede von Paulus. And they stand before that fortress Antonia, and Paul has his first speech. Und dann kommt die Mordverschwörung und deshalb wird er zu Felix gesandt. And then they're trying to kill him, and he's sent to Felix. Und dort ist er jetzt und spricht mit Felix. Und hier findet jetzt so eine Gerichtsverhandlung statt. And now he is before Felix, and we can see this court being held. Und in dieser Gerichtsverhandlung gibt es einen Kläger, And here we have an accuser, einen Anwalt, we have a lawyer, wir haben eine Anklage, we have an accusation, wir haben Zeugen, and we have witnesses. wir haben einen Richter We have a judge, und natürlich einen Angeklagten. and we have someone who is being accused. Der Kläger ist der Hohepriester Ananias und seine Ältesten. The one accusing is the high priest Ananias and his elders, Und der Anwalt ist Tertullus. and his lawyer is Tertullus. Tertullus hat studiert Tertullus studied und hat wahrscheinlich viel Geld dafür bekommen, jetzt diese Anklage vorzubringen. and probably got a lot of money to bring this accusation before Felix. Manche Sachen ändern sich ja auch nie. Some things don't change. Und ich stelle mir diese Situation vor, dass der Hohepriester Ananias und seine Ältesten zu Tertullus kommen und sagen, hier kannst du uns diese Anklage vorbringen. And I imagine the scene where Ananias and his elders come before Tertullus and ask, can you represent us in this accusation? Und sie gehen in die Anwaltskanzlei And they go to his lawyer's office. und Tertullus sagt, ja klar, was ist genau die Anklage? And Tertullus says, yeah, sure. What is the accusation exactly? Und die so, wir finden den nicht nett, der ist eine Pest. And they have to say, we don't really like him. He's annoying. Und er hat auch andere Leute geärgert in Asien und so. And he also was mean to other people in Asia. Tertullus hat gesagt, ja und was ist jetzt das Konkrete, wofür ihr ihn anklagen wollt? And Tertullus keeps asking, what specifically are you accusing him of? Ja, also der ist eine Pest und der wollte vielleicht auch den Tempel entweihen. So he's really annoying, and he might have desecrated the temple. Und Tertullus, was ist konkret die Anklage? Tertullus keeps asking, what is the accusation? Ja, mach das doch einfach für uns. Just do it for us. Und Tertullus, das wird teuer. And Tertullus says that this is going to be expensive. Er geht also hin und gibt diese Anklage dann zum Besten. So he gives his accusation before Felix. Dieser Mann ist eine Pest und hat überall für Ärger gesorgt. Und vielleicht wollte er auch den Tempel entweihen. This man is a pest, and he's stirring up the people, and he might have desecrated the temple or wanted to.
Und dann, da sind noch andere Leute, die sagen, ja, wir finden, der ist auch nicht nett. And there are other people here who say he's not nice. Zeugen. So kind of witnesses. Also ein komplett hoffnungsloser Fall. It's a completely hopeless case. Und dann ist der Richter da, Felix. And then we have the judge, Felix. Das ist ein interessanter Typ, He's an interesting guy weil der ist da zur Macht gekommen in Caesarea, herrscht über diese ganze Region. because he got this power over Caesarea ruling in that whole region. Aber er war zuvor selber Sklave. But before he was a slave himself. Er war ein Sklave von Antonia, He was a slave of Antonia, der Tochter von Marcus Antorius. who was the daughter of Mark Antony, Und der wiederum war ja der Schwager von Kaiser Augustus. who was the brother-in-law of the Caesar Augustus. Das heißt, er war gut connected, so familiär, So he was connected well, aber er war family-wise, eigentlich ein Sklave. but he was actually, he had been a slave. Ein Sklave, der zur Macht gekommen ist. A slave who got to power. Und die Geschichtsschreiber Tacitus und Josephus schreiben über ihn, And the historians Josephus and Tacitus write about him dass er sehr despotisch war und rücksichtslos regiert hat und die Härte eines freigelassenen Sklaven hatte. that he ruled tyrannically and had the hardness of a slave set free. Er hatte wohl so eine Art, mir geht das eh alles durch Mentalität, ich kann mir alles leisten. So a kind of mentality is saying, I can do whatever I want to. Das ist der Richter. That's who the judge is. Und dann gibt es den Angeklagten Paulus. And then we have the accused, Paul, Und der hat keinen Verteidiger, er verteidigt sich selbst. and he has no defendant. He defends himself. Aber er steht da, erzählt seine Geschichte und sagt, ich habe ein reines Gewissen. But he stands there telling a story, saying, I have a clean conscience. Ich folge diesem Weg I follow that way. und ich habe aber nichts Schlimmes getan. I did nothing wrong. Steht da in vollem Selbstbewusstsein vor Felix, diesem relativ grausamen, der schon mehrere solche Leute verurteilt hat und zum Tode verurteilt hat und sagt, nee, ich habe ein reines Gewissen. Standing there before Felix in full confidence, saying, I have a clean conscience. Das muss den Felix auch beeindruckt haben, deshalb geht er in dieses Gespräch mit ihm. That must have impressed Felix, and that's maybe why he sought out that talk with Paul. Und sie reden über Gerechtigkeit zum Beispiel. And they talk about righteousness, for example. Also jetzt der erste von den 3 Punkten, Gerechtigkeit, Gericht und Selbstkontrolle. The first of those 3 points of righteousness, self-control, and judgment. Wenn jemand Medizin studieren will, When someone wants to study medicine, dann gibt es ziemlich harte Zugangsvoraussetzungen zu dem Studium. there are strong and high requirements for wanting to study medicine. Man braucht eine sehr gute Schulnote You have to do well in school. und dann muss man noch einen Test machen. You have to pass a test. Und bevor man dann nachher tatsächlich auch als Arzt arbeiten darf, muss man irgendwie auch noch beweisen, dass man niemanden umbringt, wenn man das tut. And before you get to being an actual doctor, you have to prove that you are not going to kill anyone, Jedenfalls nicht extra. or at Und, least not on purpose. Gleiche bei einem Astronauten zum Beispiel, das habe ich mir jetzt mal so durchgelesen. And the same for astronauts. Also muss sehr gut in Physik und in Chemie und Biologie sein. You have to be good in all the sciences, Am besten vielleicht noch Medizin. maybe even medicine. Mehrere Jahre gearbeitet haben in deinem Feld erfolgreich. You've had to worked in your field for a couple of years. Sportlich sein, You have to be physically well trained, gesund healthy, und keine Einschränkungen haben, wie zum Beispiel, dass du eine Brille tragen musst. Die and you're fliegt not dir. allowed to have any impairments like having to use glasses. Und dann von den 10.000 Leuten, die sich bewerben, die alle diese Bedingungen erfüllen, wird dann einer ausgewählt oder eine, die dann ins All fliegen kann. And from the 10,000 of people who qualify, one is then chosen to actually go. Der Himmel Heaven auch eine Zugangsprüfung. also has a requirement to enter. Und die Prüfung, die man bestehen muss, die besteht in der Gerechtigkeit. And this test that you have to pass to enter is about righteousness. Man muss Gerechtigkeit vorweisen können, gerecht sein, um in den Himmel zu kommen. You have to be able to show your righteousness to get into heaven. Man könnte den Begriff Gerechtigkeit zum Beispiel übersetzen mit perfekt sein. You could, for example, if you wanted to, translate the term righteousness as being perfect. Und deine Gerechtigkeit, wenn
wenn du vor diesem Gericht stehst, wird geprüft. And your righteousness, when you stand before that judge, is being tested. Wie im Vers 14 heißt, Paulus das erwähnt, bei der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. As Paul says in verse 14, when the dead will rise to new life. Wenn jeder einzelne Mensch sich vor Gott verantworten muss. When every single person has to give an account before God. Ich glaube, das, was die Bibel über meine Gerechtigkeit sagt, I believe what the Bible says about my righteousness is true. und ich möchte euch mal diese 3 Verse vorlesen hier. And I want to read to you these 3 verses. Der erste ist in Jesaja 64, Vers 5. The first one is in Isaiah 64, verse 6. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. All of us have become like one who is unclean, and all our righteousness acts as like filthy rags. We all shriveled up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Wir sind alle Unreine und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. All of us are unclean, and our righteousness is like a dirty rag. Römer 3, Vers 10. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist und nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Romans 3, verse 10. There's no one righteous, not even one. There's no one who understands. There is no one who seeks God. Keiner, alle, keiner. No one. Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel einkehren, in das Reich Gottes einkehren. Matthew 5, verse 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Das liegt daran, dass diese Gerechtigkeit, von der wir hier reden, And that is because this righteousness that we're talking about ist viel mehr als nur mal was Gutes tun, is much more than just doing something good once in a while. meistens ehrlich sein To be honest most of the time, oder mehr Gutes getan haben als Böses, or to have done more good than evil. sondern diese Gerechtigkeit ist perfekt gut sein nach dem Willen Gottes. But this righteousness is being perfect after the will of God. Kein Wunder, dass die Jünger, als sie das gehört haben von Jesus, so geantwortet haben. No wonder the disciples of Jesus answered when they heard this the following way. Wer kann dann überhaupt errettet werden? Who then can be saved? Jesus aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. But Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Kein Wunder, dass Felix Angst gekriegt hat, Furcht hatte in diesem Moment. No surprise that Felix got scared in that moment. Aber es geht nicht mit meiner Gerechtigkeit in den Himmel zu kommen, But it's not possible to enter heaven through my righteousness, sondern mit einer anderen Gerechtigkeit. but with a different righteousness. Mit der Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen. With the righteousness that is given to us. Das nennt sich Rechtfertigung. We are justified Durch einen Freispruch aus Gnade, through being set free by grace. nicht ein Freispruch wegen Unschuld, sondern ein Freispruch wegen Gnade. We're not spoken free of our guilt because we're innocent, but because there's mercy and grace. So hat uns Jesus in den Stand der Gerechtigkeit versetzt. In that way, Christ has placed us in the state of being righteous. Ja, das mit dem Stand ist für unsere Ohren heutzutage schwierig zu verstehen. And this being in the place of righteousness or being in this state of righteousness is difficult for our ears to hear today. Wir kriegen das irgendwie nur noch aus Geschichtsunterricht oder Märchenbüchern. We only hear that in maybe fairy tales or in history books. Aber wenn jemand zum Ritter geschlagen wird, But if someone is knighted, dann ist der Akt, der da passiert, ein König, der ihn zum Ritter schlägt und dadurch wird er in einen Stand versetzt. what is happening is that a king knights a person, and that person is lifted up into the state of being a knight. Das können wir noch so, weil wir die Geschichten kennen, so ein bisschen nachvollziehen. We might be able to understand that if we know the Das stories. ist etwas, was von jemandem, der die Macht hat, das zu geben, dieser Person übertragen wird. Something is being passed on from a person that has the authority and the power to do so to another person. So übergibt Jesus seine Gerechtigkeit an uns und überträgt sie auf uns
und schlägt uns zum Ritter als Gerechte. In that way, our righteousness is passed on to us from Jesus, as if he knights us to being Wer knights. sich für Jesus entscheidet, auf Jesus vertraut, Jesus sein Leben anvertraut, der ist gerechtfertigt. Who trusts in Jesus, that person is justified. Und die Gerechtigkeit, die er braucht als Zugangskontrolle zum Himmel, And that righteousness that is needed to enter heaven, die hat er, weil er sie angenommen hat von Jesus. he has that righteousness because he has accepted and received that righteousness from Jesus. Die Situation, in der diese Gerechtigkeit überprüft wird, das ist das Gericht. This situation where that righteousness is tested is the judgment. Und dieses letzte Gericht, da gibt es auch einen Ankläger, And at this last judgment, there is an accuser, ein Angeklagter, there is an accused, ein Richter, there will be a judge, ein Ankläger there will be an accuser, und ein Verteidiger. and there will be a defendant. Der Anklager The one who's accusing ist der Satan. is Satan. Der will, dass jeder Mensch verloren geht aufgrund dessen, was der Mensch getan hat, He wants that every person be lost because of what we've done, weil er uns hasst. because he hates us. Angeklagten bist du und ich The accused are you and I, und der Richter ist Gott. and the judge is God. Oder genauer gesagt, Or to be more specific, der Sohn. the Son. Jesus ist der Richter. Jesus is the judge. Johannes 5, Vers 22 heißt, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht ist dem Sohn übergeben. In John 5, verse 22, it says, Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to his Son. Und die Anklage ist, der Teufel sagt, der Alex, der hat das und das getan. Keine Chance, in den Himmel zu kommen. And the accusation is, Alex, he did these and these things. No chance of getting into heaven. Und dann habe ich auch noch einen Verteidiger. And then I have a defendant. Und der Verteidiger ist der gleiche wie der Richter. And the one who defends me is the same who is the judge. 1. Johannes 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1. In 1 John chapter 2, verse 1, Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. My children, I write to you these things so that you do not sin. But if you sin, know that we have a helper with the Father, Jesus Christ, the righteous. Also Jesus ist unser Rechtsanwalt und Richter. So Jesus is the one who defends us, and he is the judge. Ist gar nicht so schlecht, It's not a bad thing wenn der richtet, sich schon für uns entschieden hat. if the one who judges is for you. Und das Urteil wird nicht nach deiner Gerechtigkeit gefällt, sondern nach seiner Gerechtigkeit. And in the end, how it is decided depends on not your righteousness, but Jesus' righteousness. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Very truly, I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Also, sie haben über Gericht gesprochen und Gerechtigkeit. So they talked about judgment and righteousness. Und wenn wir jetzt über das Thema Selbstkontrolle oder Enthaltsamkeit reden, And if we talk now about self-control, verstehen wir, warum das für Felix so ein wichtiges Thema oder so ein Thema ist, was ihn beeindruckt hat. we understand why this is a topic that moved Felix. Der griechische Begriff, der hier steht, ist ekkrateia. The Greek word that's being used here is ekrateia. Dieses Wort bedeutet die Tugend dessen, der seine Wünsche und Leidenschaften beherrscht, insbesondere seine sinnlichen Begierden. The definition of that word is the virtue of one who masters his desires and passions, especially his sensual appetites. Also wenn wir das Wort Zurückhaltung hören, dann kommt nur der letzte Teil so richtig in diesem Wort vor, die sinnlichen Begierden. Aber die Tugend dessen, der seine Wünsche und Leidenschaften beherrscht. If we hear the word self-control, we often think about the last part, this sensual appetites, having them under control. But it is also the virtue of one who masters his desires and passions. Die perfekte Illustration für diese Hingabe einem höheren Ding wegen und sich selber zurückstellen, die perfekte Illustration für mich sind Mütter.
The perfect illustration for this setting aside things for the greater, the better good is our mothers. Gestern war eine Familie bei uns zu Besuch. Yesterday, we had a family over to visit Der us. 4. Kind wurde vor 2 Wochen geboren. Their 4th child was born 2 weeks ago. Einfach toll, so ein kleines Ding auf dem Arm zu haben, ist Hammer. It's great to have this little thing on your arm. It's Es amazing. ist so ein Wunder, es ist so unglaublich. Such a miracle. It's incredible. Über den Tag, wir haben den Geburtstag gefeiert, dann sprach eben die Mutter mit mir und fragte mich. And then during the day, the mother spoke with me and asked me, Also ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe fast kaum noch richtig stille Zeit, ich kann mich nicht mehr so richtig fokussieren auf Gebet und so. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar kein geistiges Leben mehr so richtig. and she said, oh, I don't have the time to have a quiet time to focus on praying and reading the Bible. It's my relationship with God, it's just not the same anymore. Und ich habe so gedacht, wow, krass. And I thought, wow, crazy. Ist die gesegnetste Berufung überhaupt als Mensch ist, Mutter zu sein, finde ich. The most blessed calling for a human is to be a mother. So eine Ehre, dass Gott einem einen Menschen anvertraut, so einen hilflosen Menschen. It's such an honor that God would entrust a human being to you. Und so eine Verantwortung, die da drin liegt. And such a great responsibility that is in being a mother. Und wie diese Liebe, die Liebe Gottes widerspiegelt und illustriert. And how that love reflects the love of Jesus. Es gibt doch fast keine menschliche Situation, wo Gott mehr drin ist, als in dieser Rolle der Mutter und der Verbindung von Kind und Mutter. There's almost no situation, no place where God is working invisible so much as in a mother. Und ich habe sie ermutigt, ich habe gesagt, du, Gott ist dir doch die ganze Zeit nah. Spürst du nicht das mit deinem Kind? And I try to encourage her and show her God is with you all the time. Don't you see that and feel that with your child? Und das ist eine Ehre für dich, das jetzt tun zu dürfen, diese Verantwortung im Namen Jesu zu tragen. It's an honor to be able to do so and to carry that responsibility to God's honor. Und du bist doch dadurch Gott nah. You are close to God through doing so. Und diese Zeit ist einfach die perfekte Illustration, weil die Mutter muss alles zurückstellen. And this is für the das perfect Kind. illustration because the mother has to set aside all her desires. Ich kann mich erinnern, als meine 3 Großen klein waren. I can remember when my 3 big kids were small. Ich hatte ein Wochenende mal allein mit den Kindern. I had one weekend alone with the kids. Du, ich war froh, wenn ich mal 5 Minuten geschafft habe, mich schnell zu duschen und dabei nichts schiefgelaufen ist. I was happy when I had 5 minutes just to go take a shower and nothing happened. Also da musst du alles zurückstellen in der Situation. Aber es ist so eine Ehre, eine Verantwortung und so. Man ist da eigentlich Gott so nah, auch wenn man das nicht mit den Klischees belegen kann. You have to set aside so many things, and actually you're so close to God, even though you can't make that out, this closeness, through the usual ideas that we have about being close to God. Eine andere Illustration, die Paulus für diese Selbstbeherrschung, Selbstführung nutzt, Another illustration that Paul uses to describe the self-control ist die Illustration des Athleten. is the illustration of an athlete. Er schreibt in Philipperbrief, ich vergesse alles, was hinter mir liegt, ich laufe nur noch nach vorne auf das Ziel, was vor mir liegt. In Philippians, he writes that he sets all things aside, just focusing on the goal that he races towards. Alles, was mich behindert, auch meine Leidenschaften, lasse ich beiseite und ich schaue nur noch auf das, was in Zukunft vor mir liegt. All things he sets aside, even his desires, to focus on what lies ahead. Okay, jetzt muss ich mich schon mal im Vorweg entschuldigen bei allen Lehrern, Erziehern und Studenten an der PH. So now I just have to, in advance, apologize with all teachers, all people who study education and so something like that. Also ich muss ja dann doch jetzt die Marshmallow-Studie zitieren, die ihr bestimmt schon 10-mal gehört habt. I have to cite the marshmallow study that you probably have heard 10 times now. Und ich weiß auch, dass es da inzwischen detailliertere Ergebnisse gibt und so weiter. And I know there are more detailed results already, but Dennoch muss ich das erzählen, weil es einfach zu dem Thema gehört. I have to share this because it just fits the topic. Also diese erste Studie, die wurde 1972 in Stanford durchgeführt. The first study was held in 1972 in Stanford, Und es wurden Kinder in einen Versuchsraum getan and they set kids in an experiment room,
Und vor das Kind auf den Tisch wurde eine Süßigkeit, Marshmallow halt, gelegt auf den Tisch. And in front of the kid, they set up a marshmallow. Und der Durchführer des Versuchs sagt dann zu dem Kind, And the people who were responsible for the experiment said to the child, ich muss mal kurz raus. I have to go Wenn du es quickly. schaffst, den Marshmallow nicht zu essen, dann darfst du dir aussuchen, deine Lieblingssüßigkeit. If you manage not to eat the marshmallow while I'm gone, you get to choose an even better sweet. Übrigens, diese Situation, die Kinder, die dann vor der Süßigkeit sitzen und warten, And the situation of the children sitting in front of that marshmallow and having to wait, da gibt es ganz viele lustige YouTube-Videos. there are many funny YouTube videos. Die sehen und die Kinder so You just take a look and und so weiter. Ne? Also, jedenfalls das Ergebnis dieser Studie, die sind nach 15 Minuten reingekommen, haben dann gemessen, entweder wie lange das Kind warten können oder hat es ganz geschafft. and eventually after 15 minutes they came back and then they measured the time, how long did the child manage to not eat the marshmallow or if they managed at all. Und worum es dabei geht, ist, wie können die ihr Gelüste, das zu essen, kontrollieren für eine spätere Belohnung. And they were looking at how can they set aside their desires for some gratification now in order to receive something better later. Die Kinder, die in diesem Test gut abgeschnitten haben, die lange warten konnten, Those kids who were able to wait for a longer time hatten die nächsten 30 Jahre, wurde das dann betrachtet, and they were followed up for the next 30 years, die waren signifikant viel erfolgreicher im Leben. it was very clear that these kids were more successful in life. Die hatten eine bessere berufliche Laufbahn, They had a better, they had more success in their jobs, bessere Beziehungen, better relationships, sogar einen besseren BMI. even a better physique, Selbstbeherrschung self-control ist ein Erfolgsmerkmal is a sign of success und ein christlicher Wert, eine christliche Tugend. and a Christian virtue. Und wenn ihr das mal so genau nachdenkt, If you think about it more closely, auf die jetzigen fleischlichen Bedürfnisse zu verzichten, um eines zukünftigen Lohns willen, to set aside all earthly desires now to receive a greater reward in the future, dann ist es sogar die Lebensgeschichte von jedem einzelnen Christen. then that is the life story of every single Christian. Ich habe so eine Theorie. I have a theory. Ich habe noch überlegt, ob ich die wirklich mitteilen soll. Im ersten habe ich es nicht gemacht. I thought about sharing this. I didn't do it in the first service. Ist mein ganz persönlich. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wenn wir bedenken, dass es nur 1,5% wiedergeborene Christen in Deutschland gibt, So this is just my personal theory, but if you think about that there might be 1.5 million born-again Christians? Prozent. Percent. 1.5% of Germans born-again Christians, más o menos, more or less. ja. Es sind signifikant viel mehr Christen in Führungspositionen in Unternehmen, in der Politik und sonst wo unterwegs. There are, in comparison, much more Christians in leading positions and in leadership throughout Germany. Weil ich glaube, dass genau dieser Wert, diese Tugend der Selbstbeherrschung oder Disziplin etwas ist, was durch den Geist als Frucht in uns gewirkt wird, wie es in Galater 5 steht. Because think that, as it says in Galatians 5, that self-control, that virtue is a fruit of the Spirit. Soweit meine persönliche Theorie. That's my personal theory. Gut, also das nicht, dass es eine Frucht ist, das steht in Galater 5, aber dass deshalb viel mehr Christen in Verantwortung gibt. So it is part of the fruit that is in Galatians, but my theory is that that's why more Christians are in leadership positions. Ich kann mich gut erinnern, als ich mit meinem Studium fertig war, in die Forschung gegangen bin. I remember well when I finished my studies and went into science, yeah. Ja, also Wirtschaftsinformatik. Management Information System. Yes, management information. Und als ich dann meine ersten Papers geschrieben habe und so gedacht habe, And when I wrote my first papers and I thought, wer bin ich, dass ich jetzt Papers schreibe? who am I to write these scientific papers? Ich tue halt so, als ob und schreibe da jetzt was hin, I just act like I do this and I just write something down. damit ich halt meinen Job mache. So I do my job. Später habe ich dann geheiratet und wir bekamen unser erstes Kind. And later I got married and we got our first child.
ich fühle mich gar nicht wie ein Vater, ist komisch. Ich muss halt so tun, als ob ich ein Vater wäre, dann wird das schon irgendwie. I didn't feel like a father, but okay, I had to act like a father, so Noch ein that bisschen things get done. später Even a bit later, war ich als Berater bei einem Wirtschaftsunternehmen unterwegs, mit Vorständen von DAX-Unternehmen gesprochen. Ich habe gedacht, was kann ich denen denn geben? I was an advisor for bigger companies, and even there wondering, what can I offer them? Ich tue halt mal so, als ob, damit ich wenigstens mein Geld damit verdiene. Okay, so let me just act like I do this so I can make money with this. Und heute stehe ich hier vor euch als Pastor. And today I stand before you as a pastor. Das ist ein Phänomen, was wir haben, wenn auch eine Mutter zum Beispiel, wenn Vater oder Mutter wird. Also ich bin da gar nicht, ich tue halt so, als ob. That's this phenomenon of thinking even mothers or fathers, I just do this, but I don't feel like I really am that. Ich bin das doch gar nicht und ich bin das gar nicht wert. I'm not truly that thing, and I'm not worth being that Und person. stellt euch vor, wie sich Felix gefühlt hat, Now imagine how Felix felt, der vorher Sklave war who was a slave before, und jetzt plötzlich zur Macht gekommen ist. and now received power. Und dann steht so ein Paulus vor ihm, And then, stolz mit geschwellter Brust und sagt, ich glaube halt an Jesus. and then you have that Paul standing before him, confident, saying, yeah, I believe in Jesus. Ich bin freigesprochen, ich habe die Ehre von Gott. I'm set free. I have that honor through God. Braucht dich nicht. I don't need you. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Dynamik in dieser Beziehung gewesen sein muss? Can you imagine the dynamics in that relationship? Und das ist auch der Unterschied. And that is the difference. Felix, das nennt man übrigens Imposter-Syndrom, dass man sich beweisen muss und denkt, man hat nichts zu geben. This desire to prove yourself and thinking you have nothing to offer, that's actually called imposter syndrome. Und Felix hat genau deshalb so geherrscht, wie er geherrscht hat. And that's why probably Felix ruled the way he ruled. Er musste seine Macht spüren. Er musste die ausüben, um sie zu spüren. Ich bin hier Felix, der Machthaber. He had to see his power, his might in his actions, Weil er es selber nicht gespürt hat. because he didn't feel it. Weil er selber nicht diese Ehre hatte, in sich zu sagen, ich bin hier, ich übernehme diese Verantwortung für dieses Land. Because he didn't have that honor. He didn't feel that honor knowing, okay, I have this responsibility for this country, and I Er can musste use it. sich die ganze Zeit selbst realisieren, diese Selbstbeweise antreten, für sich selbst. He had to self-realize himself for himself. Und deshalb hat er Menschen missbraucht und hart geherrscht. And that's why he ruled like a tyrant. Ein Christ, glaube ich, würde das nicht so tun. I don't think a Christian would do the same thing. Weil wenn wir das verstanden haben, dass uns die Gerechtigkeit geschenkt ist, Because if we have understood that righteousness is given to us as a gift, wenn wir verstanden haben, dass uns Gott geehrt hat, uns den Ritterschlag gegeben hat, if we know that God has knighted us, dann können wir die Verantwortung, der wir im Leben stehen, die uns Gott gegeben hat, stolz annehmen. then we can proudly receive that responsibility that God has given us for our lives. Ich bin Vater meiner Hi. Kinder. I am the father of my children. Und ich spüre diese Verantwortung ganz und mit voller Kraft auf mir und ich übe die aus, weil ich dies spüre, weil ich weiß, das ist mir verliehen von Gott. And I feel that responsibility knowing that it is given to me by God. Ich muss mir das nicht selber beweisen, dass ich das kann, I don't have to prove that to myself, sondern ich bin but I am. in dieser Rolle. I am in that role. Und du kannst es übertragen auf jede andere Verantwortung, wenn du spürst, das ist eine Ehre, die Gott dir gegeben hat. And it's the same for every other responsibility where you in your life see that here, this responsibility is given to me by God. Dann kannst du diese Verantwortung voll annehmen und darin stehen. You can receive that responsibility fully and stand in that responsibility confidently. Und sie dann für Jesus ausfüllen, And then live that responsibility for Jesus mit Sinn und Vision, with a purpose and a vision, mit Fokus with a focus. und vor allen Dingen mit dem klaren Wissen, no matter what, irgendwann ende ich bei Jesus im Himmel. And always with that assurance that no matter what, one day I'll be with Jesus. Ich bin so froh, I'm very happy dass der Rechtsanwalt, der Staatsanwalt,
that I'm very happy that the lawyer, the state attorney, Der Teufel, the devil, so wie Tertullus, in the same way as Tertullus, nichts mehr gegen mich in der Hand hat. has nothing against me in his hands. Er hat nichts mehr gegen mich in der Hand. He has nothing that he can hold against me. Ich bin so froh. I'm so happy. Und ich als Angeklagter, And I, as the accused, ich werde vor dem Gericht stehen I will stand before that judge mit einem gereinigten Gewissen. with a clean conscience. Nicht mit einem reinen Gewissen, weil ich nichts getan habe, Not with a clean conscience because I didn't do anything wrong, sondern mit einem gereinigten Gewissen. but with a conscience that has been cleaned. Ich brauche da nichts zu fürchten, I will not have to fear anything weil der Richter ist gleichzeitig mein Anwalt. because the judge is also the one defending me. Wenn du das so nicht glaubst, If you do not believe that, du die Entscheidung nicht getroffen hast, you have not made that decision Jesus zu vertrauen, to trust in Jesus, Jesus dein Leben zu übergeben, to give Jesus your life, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. then now is a good opportunity. Da haben wir bei Felix auch ein ganz schlechtes Beispiel. With Felix, we have a very bad example. Ihr kennt ja diesen Witz, ne? Schatz, hast du schon den Müll runtergebracht? You know that joke? Honey, did you take out the trash? Ja, mache ich morgen. Yeah, I'll do it tomorrow. Schatz, hast du schon die Spül gemacht? Honey, did you do the dishes? Ja, mache ich morgen. I'll do it tomorrow. Morgen, morgen, immer morgen. Warum sagst du immer morgen? Tomorrow. Why do you always say tomorrow? Stimmt, Schatz, das schaffe ich gar nicht alles morgen. Mache ich übermorgen. You're right, honey. I can't do that all tomorrow. I'll do it the day after tomorrow. Felix genauso. In the same way, Felix. Vers 22 sagt er, ach, mach mal später. In verse 22, he says, oh, we'll do it later. Vers 25 sagt er, wenn es eine gelegenere Zeit gibt. In verse 25, he says, oh, when the time is more opportune. In Vers 27 In verse 27, ist seine Zeit vorbei. his time is over. Wenn du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann solltest du sie jetzt treffen. If you have not made that decision for Jesus Christ, you should do that now. Auch wenn du sagst, ich habe zwar mal eine Entscheidung getroffen, aber ich spüre das nicht, dass ich diese Ehre habe, auch das ist eine Entscheidung. Even if you have made that decision, but you do not feel that in you, that is also a decision. Diese Ehre ist kein Gefühl, sondern das ist eine Zusage von Gott. This honor is not a feeling, but is a promise from God. Deshalb sagst du einfach, ja, And that's why you say yes. ich nehme das an. Ich lebe nicht in falscher Demut und so weiter. Nein, ich nehme das an und stehe meine Frau, meinen Mann. I receive that responsibility. I accept it because it is given to me and I live that responsibility. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne und wünsche euch viel Erfolg dabei. And wish you good luck in living this out. We'll sing the last song together. One way als Antwort zu dem, was Alex gerade gesagt hat. One way as an answer to what Alex just has said.